Hallo liebe Freunde und Zuschauer. Willkommen zu Episode 1 unserer Reise in den Oman. Zunächst fuhren wir nach Dresden, wo wir Silvester mit der Verwandtschaft verbracht haben, um dann im neuen Jahr Richtung Tschechien oder durch Tschechien in die Slowakei, durch Ungarn, Rumänien, Bulgarien und lange Zeit auch durch die Türkei, in den Irak und schließlich nach Kuwait zu fahren. Wir haben einen ziemlichen Wechsel von Schneelandschaften und kälteren Tagen gehabt mit wärmeren Tagen. In Bulgarien hatten wir zum Beispiel, 18, 19 Grad. Vorher dann Minusgrad. Das war schon recht wechselhaft, sage ich jetzt mal. Nun sind wir in Kuwait und werden bald weiterfahren von hier. Ja, und wir sind natürlich sehr schnell gefahren in den Süden, weil unser Ziel war von Anfang an, die Fahrt so schnell wie möglich zu gestalten, damit wir die angenehme Temperatur in dieser Region genießen können. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum wir sehr, sehr zügig gefahren sind. Aber jetzt nicht... also nicht 160 Kilometer pro Stunde oder so? Aber schon schnell gefahren. Ja, wir haben wenige Sites angeschaut. Wir sind eigentlich straight through gefahren, um hier schnell zu sein. Ja, genau. Und jetzt sind wir hier und die Reise geht dann weiter und ihr seid natürlich immer dabei, wenn ihr das wollt. Ja. Und es gibt trotzdem was zu sehen in dem Video. Also ja. Wir freuen euch, das zu zeigen. Genau. Wir fuhren erst nach Dresden, um das neue Jahr 2026 dort mit unserer lieben Verwandtschaft zu feiern. An diesen 2 Tagen haben wir keine Aufnahmen gemacht. Am 1. Januar fuhren wir dann weiter bis in den Osten Tschechiens. Das ist viel Glück, oder? Süß. Das muss ich rennen. Ja, das hier ist unser erster Stellplatz auf der Reise in den Oman. Wir sind gestern von Dresden aus hier runter nach Tschechien gefahren und sind hier jetzt am Rande Tschechiens zur slowakischen Grenze. Es ist kalt, Schneefall, leichter Schneefall. Aber es geht ja gen Süden. Mal sehen, wann der Schnee aufhört und wann es wärmer wird. Unser erster Stellplatz in Tschechien dient am Morgen auch als Übungsplatz für Schleuderübungen mit dem Auto im Schnee. So, maybe like those 2 people said, the bird is waiting for the catch. Aber was könnte das sein? Na gut. Ich habe alles angezogen, was ich mitgenommen habe. Da sind viele Schichten, darunter ist es kalt. Am nächsten Tag fuhren wir dann über die Grenze in die Slowakei entlang der Tatra bis zu einem Stellplatz in der Nähe von Košice im Südosten des Landes.
Heute überqueren wir 2 Grenzen. Wir verlassen die Slowakei und fahren entlang der ukrainischen Grenze durch Nordostungarn, um dann in Rumänien einzureisen und einen Stellplatz in Ardud südlich von Satu Mare zu finden. Insgesamt waren das ca. 230 Kilometer auf kleinen Straßen. Ja, das hier ist die erste Nacht in Rumänien und die 3. Nacht nach Dresden. Und wir sind hier von der Slowakei heute hierher gefahren. Und Erst nach Ungarn und dann hier, Rumänien. genau. Das hier ist, im Hintergrund sieht man sie vielleicht, die Zitadelle von Ardud. Und wir stehen praktisch direkt an der Zitadelle und werden die Nacht hier heute verbringen. Ja. Ist ziemlich Und- ruhig. Warte, ich zeig nur. Sieht man den Mond? Nee. Den Mond? Nee. Ja. Doch, jetzt siehst du den Mond. Okay. Sehr schön leuchten. Aber nicht mehr voll. Das heißt, wir können heute gut schlafen. Am nächsten Tag fuhren wir ca. 260 Kilometer bis nach Alba Iulia, auf Deutsch Karlsburg. Also Jens tankt das Wasser von draußen. Ich muss hier immer beobachten, ob nicht, dass es zu viel wird. Ich schaue jetzt, wie das ausschaut draußen. So, jetzt muss der Jens warten. Ja, ich zeige euch, wie langsam das Wasser läuft. Hier sind, glaube ich, Jäger. Ja. Sehr langsame Aktion. Ja, aber es geht eigentlich, wenn man... Bye bye. Ciao. Ja, aber freundliche Leute Genau, überall. freundliche Leute Ja. mit toten Nur leider, Fasanen. leider sehr viel Müll. Ja, Ja. Ich bin sehr traurig. Aber was hast du gesagt? Ich muss mich schon jetzt dran gewöhnen. dran gewöhnen, genau. Das wird nicht besser. Ich schau, ob das jetzt voll ist. Okay. Alles ready. Nachdem wir in einem sehr guten italienischen Restaurant gespeist hatten, gehen wir jetzt hier ein bisschen durch die Stadt bei Schnee. Und es ist schon faszinierend. Wir sind in Karlsburg, heißt der Ort. Karlsburg.
Wir starteten in Alba Iulia bei Schnee, überquerten die Karpaten und kamen in Bukarest bei Regen an. Am nächsten Tag ging es dann gleich weiter über die Grenze nach Bulgarien zu einem Stellplatz bei den Ruinen der Hauptstadt des Bulgarischen Reiches im 9. Jahrhundert. Dort lagen dann die Temperaturen am Abend bei ca. 15 Grad. Ja, das war der Stellplatz für letzte Nacht und es ist ein wirklich ruhiger Stellplatz. Ich soll ja nicht sagen einsamer Stellplatz, das wirkt so, als würden wir die Einsamkeit suchen. Aber wir waren hier heute Nacht vollkommen allein und es war wirklich sehr, sehr ruhig. Jetzt schauen wir mal, was der Platz hier zu bieten hat. Es soll die bulgarische Hauptstadt hier gewesen sein. Ob wir davon viel sehen, schauen wir mal. Das ist das Gelände der früheren Hauptstadt Bulgariens, des Bulgarischen Reiches oder Königreiches im 9. und 10. Jahrhundert. Und die Stadt hieß damals Preslav und wir sagen jetzt Veliki, wahrscheinlich altes Preslav. Ja, diese Stadt wurde gegründet von Zar Simeon. Es gab hier einige Religionskonflikte, denn damals fand die Christianisierung statt. Und die Stadt war 80 Jahre, glaube ich, Hauptstadt, oder? Ja, genau. So stand das, ja. 80 Jahre Hauptstadt des Bulgarischen Königreiches und wurde dann von den Byzantinern eingenommen im 10. Jahrhundert und ist dann im Laufe der Jahrhunderte verfallen und dann vollkommen verschwunden. Jetzt gibt es nur noch Reste oder Restbauwerke. Das war interessant, war wirklich. Wir waren im Museum auch drinnen. Ein paar Ruinenreste zu sehen. Sehr, sehr interessante Umgebung eigentlich, ja. Nach dem Besuch der alten bulgarischen Hauptstadt aus dem frühen Mittelalter fuhren wir weiter in die Türkei, die uns mit Gewitter, Sturm und Starkregen empfing. Unser erster Stellplatz dort war noch in Europa. Am nächsten Tag fuhren wir an Istanbul vorbei und übernachteten auf einem Stellplatz am Lake Sapanca. Und am folgenden Tag passierten wir Ankara, um uns so langsam immer weiter der irakischen Grenze zu nähern. So, jetzt verlassen wir Europa. Geht die Reise richtig los. Jetzt geht's richtig los, genau.
Wir fahren quer durch die Türkei bis nach Gaziantep und am nächsten Tag weiter parallel zur syrischen Nordgrenze bis nach Cizre, die Stadt, von der aus wir am folgenden Tag in den Irak einreisen wollen. Die Zitadelle der Stadt thront auf einem Hügel im Stadtzentrum und geht in ihren Ursprüngen auf einen römischen Beobachtungsposten aus dem 2. und 3. Jahrhundert zurück. Sie wurde im Laufe der Jahrhunderte von Byzantinern, Ayyubiden und Osmanen ausgebaut und 2023 durch schwere Erdbeben stark beschädigt. Wir sind hier in Cizre. Das ist die letzte Stadt in der Türkei, bevor wir morgen früh in den Irak ausreisen werden. Hoffentlich ausreisen werden. Wir wissen noch nicht, ob sie uns reinlassen. Schauen wir mal. Also es soll eine schwierige Grenze sein. Wir wollen deshalb morgen sehr, sehr früh an die Grenze fahren. Heute sind wir ungefähr 500 Kilometer gefahren und die meiste Zeit war eine lange Zeit direkt an der syrischen Grenze. Man konnte richtig über die Grenze schauen. Da wollten wir jetzt keine Aufnahmen machen, denn das könnte militärisches Sperrgebiet sein. Also ich glaube, wir haben Kamischli gesehen auf der anderen Seite. Also ist das Kurdengebiet in Syrien und wir sind hier im Kurdengebiet in der Türkei entlang gefahren. Es war eine sehr interessante Strecke, allerdings immer geradeaus und etwas eintönig. Aber interessant aufgrund der gesehenen Grenze und wirklich Syrien war zum Fassen nahe. Jetzt schauen wir mal, wie es morgen wird. Das Visum für Kuwait ist noch nicht da. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, ob wir den Irak einfach quer durch in den Süden fahren oder ob wir Richtung Jordanien fahren, also quer durch den Süden nach Kuwait, was eigentlich die kürzere Strecke wäre. Wir wollen auf dem Rückweg über Jordanien fahren, also es wäre besser, wenn wir auf dem Hinweg dann die schnelle Strecke in den Süden nehmen könnten. Es ist spannend und das macht ja Spaß. Diese Brücke überquert den Tigris, den zweiten Fluss des Zweistromlandes. Dem Euphrat werden wir folgen, wenn wir Richtung Kuwait fahren. Am nächsten Morgen fuhren wir über die Grenze und noch weiter bis nach Erbil. So, leider kurz vor Ankunft in Erbil haben wir das erwischt. Und jetzt ist ein Riss in der Scheibe, aber wir haben natürlich viel Fragen und auch viel Glück, dass die Leute Arabisch sprechen, weil wir sind hier in Kurdistan. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Leute Arabisch sprechen. Tja, jetzt hatten wir einen Steinschlag am Fenster und haben eine Werkstatt gefunden. Und jetzt hier müssen wir. Eine Werkstatt. Ja, die Rula hat eine Werkstatt gefunden mit ihren Arabischkenntnissen. Und jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis dieser Scheibenriss repariert wird und den nutzen wir ganz produktiv. Bei Carglass Erbil. Carglass referiert. Carglass Erbil, ja genau. Jetzt sind wir dran, wir mussten ein bisschen warten. Jetzt fahren wir rein. Muktir Ali? Tamam? Okay. Ich habe mir gefragt, ob das nicht so niedrig, aber nee. Ist nicht so niedrig. Okay. Ich habe weiter gekocht. In der Werkstatt drinnen, aber ich warte, bis der Herr fertig ist. Jens meinte, er ist Experte. Es ist fast verschwunden. Wahnsinn.
Also es ist ganz verschwunden. Ist noch eine Schicht hier drauf, macht das nicht irgendwie verschmolzen werden. Okay, super. Tournez à droite. Tournez à droite. So, hier ist eine kurze Zusammenfassung über unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben an der türkisch-irakischen bzw. Kurdistan-Grenze. Wir sind, wie gesagt, bis nach Cizre gefahren und dann am nächsten Tag sind wir Richtung Silopi gefahren. Das ist die letzte Stadt in der Türkei vor der Grenze, eigentlich an der Grenze zu Kurdistan. Und Dann ging es zur Grenze und die türkische Seite, die lief sehr schnell. Also die Leute waren sehr freundlich auch. Also sowohl, wir wurden getrennt, du musstest durch einen Tunnel gehen. Genau. Ich durfte mit dem Auto weiterfahren und kam dann danach wieder zusammen. Aber das war beidseitig wunderbar, lief. Ja, nur eine kurze Sache, also die Dame da, die türkische Dame an der Grenze, sie hat lange gesucht und getippt und dann hat sie gesagt, ja, sie braucht meinen Ausweis. Ich habe ihr meinen Pass gegeben. Dann musste sie einen Offizier fragen. Ja, da natürlich an der Grenze kriegt man immer so, oh, was ist los? Okay, dann war natürlich die Problematik, dass wir mit unserem Ausweis eingereist sind und jetzt gebe ich ihr bei der Ausreise meinen Pass. Das hat zu Verwirrung, aber dann hat er gesagt, ach, lass sie. Ist egal. Lass sie los, lass sie gehen. Gut. Na gut, dann sind wir weitergefahren auf die irakische Seite und das war recht erlebnisreich. Auch sehr freundliche Leute. Wir wurden dort sogar zum Tee eingeladen. Also die haben sich Zeit genommen und wir hatten nette, witzige Diskussionen. Ja, das war wirklich so. Aber das kurz zum Tee trinken, das also für diejenigen, die das nicht wissen. Also wenn man in diese arabische Länder oder hier auch Kurdistan, das ist ja die gleiche Tradition, wenn man zum Tee eingeladen wird, das ist wirklich immer ein Zeichen der absoluten Freundlichkeit. Man kümmert sich nicht drum, ob die Leute Zeit haben oder nicht. Wenn Tee auf den Tisch kommt, dann man sitzt und man redet und wir haben, wie gesagt, sehr nette, witzige Gespräche geführt und gehabt. War sehr schön. Genau, und insgesamt haben wir auch nur 1,5 Stunden an der Grenze gebraucht. Es war natürlich nicht viel Verkehr, aber 1,5 Stunden inklusive Tee trinken und an einer anderen Stelle haben wir Wasser getrunken. Also genau, weil der andere Offizier hat gemeint, er hat uns gesehen, dass wir schon Tee getrunken. Ja, genau. Deswegen will er jetzt nicht nochmal Tee anbieten und ja, deswegen auch nur Wasser. Aber Freundlichkeit pur. Genau. Wirklich. Wir sind dann weitergefahren bis Erbil, wo wir heute Nacht verbracht haben. Und jetzt geht es dann in Richtung Bagdad. Wir sind jetzt gespannt, ob wir bis dahin schaffen. Das sollen so 4-5 Stunden sein. Aber es gibt ja ab und zu Kontrollen. Also das ist ein bisschen schwierig. Wahrscheinlich vor allem auf der irakischen Seite. Und es gibt außerdem anscheinend, das haben wir in einer WhatsApp-Gruppe gehört, einen schiitischen Feiertag, der die Straßen etwas füllt und der es etwas schwierig machen könnte, dass wir zu unserem Stellplatz in Bagdad kommen, Genau. den wir uns ausgesucht haben. Ein Pilgerfeiertag. Feiertag, wo Leute zu irgendeinem Grab dann halt pilgern. Also, Gut. Auf geht's. Ne? Ja, wir werden euch dann halt informieren, Genau. wie es gegangen ist. Wir fahren dann in 2 Tagen fast durch den ganzen Irak bis nach Basra, ohne irgendwelche Sehenswürdigkeiten anzuschauen, was wir uns, wie bereits erwähnt, für die Rückreise aufsparen wollen. Eine Nacht verbringen wir auf einem Parkplatz in Bagdad. Ja, heute haben wir es dann doch bis Bagdad geschafft. War ein ziemlicher Drive, also ganz schön anstrengend, zumal wir getankt haben auf halber Strecke von Erbil und dann kurz danach die Motorleuchte anging. Also ich mache mir da ein bisschen Sorgen
Wir sind trotzdem noch 160, 170 Kilometer weiter gefahren. Und jetzt wollen wir morgen schauen, ob wir hier zur Fiat-Werkstatt gehen können, dass wir mal schauen können, ob oder was zu machen ist. Es ist ziemlich sicher das verunreinigte Diesel. Aber wir müssen hier ja tanken. Es geht ja nicht ohne. Ich habe ein Additiv dazu genommen. Also es ist schon ein bisschen eine abenteuerliche Fahrt gewesen, denn wir wollten dazwischen auch nicht unbedingt anhalten. Es war nicht überall so schön, dass wir denken konnten, da würden wir übernachten wollen. Deshalb sind wir dann doch noch bis Bagdad gefahren und hier in so einem Hinterhof des Palmgartens, wie das hier heißt, so ähnlich, untergekommen. Tja, alles recht spannend. Schauen wir mal, was morgen ist. Wir sind jetzt auf dem Weg von Bagdad Richtung Kuwait und wir mussten jetzt AdBlue Nachtanken, genau. Genau, nachtanken. Und das ist jetzt, ich kann nur sagen, das ist auch die bittere Wahrheit. Und wir zeigen euch jetzt diese Picnic Area. Ja, und ich wollte noch etwas sagen zu unserem Motorproblem. Das ist nicht gelöst. Wir waren bei einer Fiat-Werkstatt. Wir haben gemeint, wir können ohne Probleme weiterfahren. Der hat mir aber nicht so kompetent gewirkt. Ich habe viele Vorschläge bekommen, dass man den Dieselpartikelfilter ausschalten sollte, aber ich kenne mich nun wirklich nicht aus. Die Werkstatt konnte das auf jeden Fall nicht tun. Wir fahren jetzt weiter Richtung Kuwait. Zwischendurch hatten wir mal ziemlich einen weißen Auspuff hinter uns. Aber ich gehe mal davon aus, wir schaffen es bis Kuwait. Das ist zumindest das Ziel. Wenn nicht, dann müssen wir sehen, was wir machen. Ja, jetzt haben wir es bis Basra geschafft. Das heißt, es ist nicht mehr weit bis zur kuwaitischen Grenze. Das Licht blinkt immer noch, also die Motorleuchte. Aber es scheint zu funktionieren. Wir kommen bis nach Kuwait. Und ich vermute, da ist kein großer Schaden. Aber wir schauen mal, was uns die Werkstatt dann in Kuwait sagt. Jetzt machen wir noch einen kleinen Spaziergang hier in Basra. Und schauen mal, ob es hier ein bisschen was zu sehen gibt oder nicht. Es sieht auf jeden Fall alles schon etwas sauberer aus als in Bagdad und in der Umgebung davor. Und schon eine sehr busy Stadt, also eine Großstadt. Es hat lange gedauert, bis wir hier an diesem Platz waren, der ziemlich zentral liegen soll. Schauen wir mal. Ja, das hier ist die Corniche von Basra, nicht Busra. Busra ist in Syrien. Basra. Also ist die drittgrößte Stadt des Iraks.
und hier im Süden und die lebt sehr stark vom Öl. Deshalb ist der Eindruck auch, sie ist ein bisschen moderner als das, was wir beim ersten Tag von Bagdad gesehen haben. Ja, also ganz, ganz eindeutig. Hier leben auch Leute gemischt, Männer, Frauen, gehen spazieren. Dort war nicht so sichtbar. Gut, aber wir haben dort die Innenstadt noch nicht gesehen. Das haben wir vor, im Frühling zu machen, wenn wir zurückfahren, dass wir da ein bisschen auch Bagdad kennenlernen, weil Bagdad soll eine wunderschöne Innenstadt haben. Auf jeden Fall. Das müssen wir machen. Aber hier ist schon Leben und wir haben jetzt um die 15 Grad. Also ja, immer noch, aber mit Jacke irgendwie. Der Wind ist noch ein bisschen kalt, aber die Temperatur ist schon angenehm. Also ich habe jetzt nur noch eine Jacke, eine leichte Jacke. Ich habe auch keinen Schal mehr. Ich habe nicht so viele Schichten drunter. Das ist auch ein Unterschied. Ja. Jetzt genießen wir den Abendspaziergang und morgen wollen wir nach Kuwait weiterfahren. Ja. Und dann geht es weiter nach Süden. Und dann irgendwann fängt der Urlaub, oder nicht der Urlaub, aber die Reise richtig an, wenn wir dann langsam in Richtung Norden ziehen. Also heute sind wir wirklich wie die Verrückten gefahren, beziehungsweise Jens war der Drive-Freak. Ja, aber ich bin nicht wie verrückt gefahren, ich bin vorsichtig gefahren. Ja, die Menge bestimmt, genau. Okay, ist klar. Wirklich crazy. Ja. Aber ist gut, jetzt sind wir fast schon in Kuwait. Ja. Ich habe es auch kostenlos bekommen. Ich muss nicht zahlen. Also nicht nur du. Ja, okay. Das bezieht sich auf eine Raststätte, wo ich die Cola umsonst bekommen hatte. This is the Al-Mamsha Al-Yusri Corniche Shat Al-Aram. Das heißt? Das heißt, das ist wie heißt das? A bridge over the Corniche of the Gulf of Arabia. Wobei das noch nicht das Meer ist, sondern nur der Euphrat, aber der Irak hat nur einen kleinen Zugang zum Meer, sodass da wahrscheinlich keine Corniche ist und dieser Fluss, der Euphrat, fließt ja ins Arabische Meer, also in den Arabischen Golf. Ja, genau. Und nun fuhren wir, nach auf der Hinreise nur 2,5 Tagen im Irak, über die Grenze nach Kuwait.
Ich werde jetzt auf Englisch reden, weil hier ist ein junger Mann, der kein Deutsch spricht. We are now here in the apartment of Majid. You will get to know him soon. We got to know about him through the app, which is called iOverlander. There we got to know that he offers a service where people traveling can come to him and do the laundry at his place. At the beginning we thought, wow, what is this? And now we are here, and it's really, I can't explain what feeling we have here with him. So here you get to know him. Hello everyone, how are you doing? Good morning here in Kuwait time. I am so happy to meet Jens and his wife. So nice people. And you also welcome to come to Kuwait. I will be happy to see you all. See you, bye bye. Thank you. You're welcome. Kurz möchten wir nochmal auf unsere Durchreise durch den Irak eingehen, denn die hat einige Eindrücke bei uns hinterlassen. Sie war nur 2,5 Tage lang, also es war sehr schnell, aber trotzdem machen wir uns da noch einige Gedanken. Oder fängst du vielleicht mal an? Ja, also ganz kurz auch, meine Eindrücke waren von Anfang an sehr belastend für mich. Und ich habe mich jetzt vielleicht als Syrerin oder auch Araberin ein bisschen persönlich oder persönlicher betroffen. Ich habe viel Armut gesehen und wie gesagt, alles plötzlich und sehr schnell. Und ich habe eine immense Religiosität gespürt, weil ich auch was gesehen habe. Und auch viel Müll. Also Müll, Armut und immense Religiosität kamen so plötzlich und waren zu sehen, zu spüren auch. Wir haben nichts erlebt, das war jetzt alles nur Eindrücke. Ja, für mich waren die Eindrücke nicht ganz so negativ, muss ich sagen. Natürlich, der Müll war da, kann ich nicht wegleugnen. Und auch die Religiosität war deutlich spürbar, das war so, ist ganz klar. Aber ich habe weiterhin eine sehr große Neugier auf den Irak, wir werden ja auf der Rückreise nochmal hindurchfahren. Genau. Und da freue ich mich besonders auf die Altstadt von Bagdad und auch auf die Städten im Norden des Iraks, die wir uns dann noch anschauen werden. Also darauf freue ich mich wirklich und ich glaube, Ola jetzt auch. Ja, natürlich, ich freue mich sehr, weil Irak ist nicht nur, das wäre ja total unfair, ein ganzes Land nur mit jetzt meine ersten Eindrücke zu limitieren, zu begrenzen, das weiß ich schon, aber das waren die ersten Eindrücke nur. Ja. Und nun wollen wir Episode 1 unserer Reise in den Oman beenden. Wir freuen uns, dass ihr alle mit dabei wart und hoffen, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es in Richtung Saudi-Arabien, Dubai, Oman und so weiter geht.